Servus Freunde, ich stelle euch heute mal das erste Format vor, und zwar das Riesendeck. Das liegt mir persönlich am meisten am Herzen, da es mir am meisten Spaß macht und ich das wirklich zu 100% selbst kreiert habe. Ich zeige euch mal, wie das Deck funktioniert. Also das Deck besteht bei mir jetzt aus über 300 Karten und jeder Spieler zieht dabei vom exakt selben Deck. Hat aber wie gehabt seine eigenen Spielfeldseite und seinen eigenen Friedhof. Gespielt wird nach den aktuellen Regeln, nach Master Rule 5, mit 3 Ausnahmen. Der erste Spieler zieht zu Beginn des Duells eine 6. Karte. Es gibt immer nur einen Spielfeldzauber gleichzeitig auf dem Feld. Und es gelten die Pre-Errata-Effekte mancher Karten wie Ringenzerstörung oder der Schlange. Das macht die ganze Sache ein bisschen fairer. Das Deck hat 3 Leitfäden oder Kardinaltugenden, wie ich es hier genannt habe. Nummer 1. Es gibt keine Monster mit Schutzeffekten. Da gibt es eine Geschichte dahinter. In einem 1 gegen 1 gegen 1 Spiel hat mal ein Spieler Orgoth der Unbarmherzige auf dem Feld gehabt und er kann sich ja schützen. Und sowohl ich als auch mein Kollege haben es nicht geschafft, über mehrere Runden das Viech vom Feld zu kriegen und wurden schließlich beide von einer einzigen Karte besiegt. Deswegen, sowas darf nicht existieren. Nummer 2. Es gibt keine Karten, die aus dem Deck andere Karten suchen, weil das Deck einfach schier zu groß dafür ist. Nummer 3. Es gibt kein Extra-Deck. Ich habe trotzdem mal eins gebaut für jemanden, der das möchte. Das seht ihr am Ende des Videos oder unten in der Videobeschreibung. Aber vom Grunde her ist es nicht dazu ausgelegt. Wie ist das Deck aufgebaut? Das Deck besteht ungefähr aus 60% Monsterkarten, 25% Zauberkarten und 15% Fallenkarten. Schauen wir uns mal die stärksten Karten an, damit ihr einen gewissen Überblick bekommt. Zu den stärksten Monstern zählen BLS, das stärkste Monster in Goat, die Pre-Errata Serpent Sin für unendliches Kostenfutter und Ressourcen, der goldene Marienkäfer für eine stetige Lebenswiederherstellung, da Duelle echt sehr lang gehen können. Marshmallow als gute Defensive. Der Baumfrosch ist sowohl eine gute Defensive als auch ein Futter für Tributmonster. Cyberdrache ist ein wirklich starker Beatstick, den man leicht beschwören kann. Der Großkong ist einfach ein starkes Monster, was man leichter oder schwerer beschwören kann. Der Grand Mole ist ein ziemliches Brett, weil er Tributmonster und spezialbeschworene Monster einfach wieder auf die Hand zurückgeben kann. Die stärksten Zauber sind Topf der Gier, Raigeki, Schwarzlauch, Wiedergeburt, Harpien-Federwisch, Schwerer Sturm, Blitzanschlag. Das sind so die Klassiker, die jeder kennt. Eine sehr wichtige Karte ist noch Designator. Du nennst eine Handkarte in der Hand des Gegners. Und wenn es richtig ist, muss er sie verbannen. Das ist enorm wichtig, wenn zum Beispiel Grand Mole, Tsukuyomi oder auch die Schlange wieder auf die Hand zurückkehren. Zu den stärksten Fallen zählen Spiegelkraft, Reißender Tribut, Fallgrube, Kompuls, Raigeki Break, Ring der Zerstörung. Auch wieder Klassiker. Dazu kommen noch Mindcrush, das gleiche wie die Designator gefühlt. Und zahlreiche Konterfallen kommen da auch noch dazu. Zum Beispiel Intercept ist eine sehr starke Karte. Du übernimmst die Kontrolle über ein tributbeschworenes Monster. Als Konterfall ist es wirklich sehr stark. Dann schauen wir uns mal die Duellvarianten an. Also 1 gegen 1 oder jeder gegen jeden ist möglich. Das haben wir schon bis zu 5 gespielt, dass 5 Leute sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. 2 gegen 2 ist sehr gebalanced. Egal ob man zweimal 8000 Lebenspunkte hat oder einmal 16.000, das funktioniert wirklich sehr gut. Was ich nicht empfehlen kann, ist 3 gegen 3. Das haben wir schon öfters probiert. Das ist so, wenn ein Team in Führung liegt und sich genug Kartenvorteil aufbaut, kann es wirklich nicht mehr besiegt werden. Ich zeige euch jetzt noch, wie das Deck wirklich aussieht. Und wie schon gesagt, das Deck ist auf Goat-Niveau. Manchmal sind Karten stärker als Goat, manchmal sind Karten schwächer als Goat. Und noch dazu sei gesagt, bei 300 Karten ist natürlich nicht so wahrscheinlich, dass man die besten zieht. Und wenn man jetzt ein 2 gegen 2 macht oder ein jeder gegen jeden, die Duelle können sehr lange dauern. Also man macht da auch kein Match, sondern man macht einfach nur ein ganz normales Duell. Gut, fangen wir mal an. Ich gehe da einfach schnell durch. Und die besten Karten werde ich mal kurz ansprechen. Die ist gemein, die kann eine Handkarte klauen. Ich habe 2 Trolls versteckt. Das ist ein Troll, den will man natürlich nicht ziehen. Marshmallow. Vielleicht 2 Marshmallows. Defense Garden ist dabei. Wall of Illusion ist ganz gemein natürlich. Ich mag es glauben, es ist sehr stark. Die Schlange
die stärkste Karte wahrscheinlich, weil die immer wieder zurückkommt, außer du verbannst sie. Das kann man auch nutzen zum Abwerfen. Der Brecher. Honest, noch ein Brecher, die Lady. Tsukuyomi ist schön. Truppe im Exil. Habe ich glaube ich 2 Penguin-Soldaten, einer meiner Favoriten natürlich. Und zum Beispiel hier, das ist eine Handtrap, die ist auch ganz schön eigentlich. Da ist noch ein Penguin-Soldat, noch ein paar Flip-Monster, ein paar Ultimates. Und wir machen noch die Ultimates fertig, die im Mail-Day-Video drin waren. Möbius. Jinzo, Kaiku, sowas hier ist natürlich immer gut. Im First Turn ist der viel zu stark. Hummingbird, gleich mal 2500 ATK mehr. Und der Grand Mole ist natürlich auch hart. Baumfrosch natürlich, kann wir alles zurück. Das hier ist halt ein hohes Risiko, 3 Karten abwerfen nur für ihn. Also du gehst ein richtig hohes Risiko ein, wenn du ihn beschwören willst. Goldener Marienkäfer ist natürlich gemein. Den will man immer gerne ziehen, gleich am Anfang eigentlich. Dann hast du halt auch einen Fokus. Wenn du den auf der Hand hast, weiß es jeder. Und dann bist du halt vielleicht ein bisschen gefokust von den Gegnern. Kann möglich sein, je nachdem wie viel Ehre die Gegner besitzen. Dandelion. So, was ist auch witzig, so ein Troll. Das ist der zweite Troll. Und sowas ist halt stark. 2000 ATK gleich als 4-Sterne-Monster in dem Format BLS. Meine Lieblingskarte Eatos. Cyberdrache ist natürlich gemein, Reflektorlump oder sowas als Bait, sag ich mal, ist auch ein bisschen tricky. Schauen wir uns mal die Zauber an. Handzerstörung und Kartenzerstörung ist halt auch dabei, schwerer Sturm. Die Designator eine sehr, sehr wichtige Karte, die man sich aufsparen sollte. Hab den Federwisch. Ich habe 3 Handzerstörungen. Da tue ich mal eine raus. Also 3 braucht man glaube ich nicht. Es ist vielleicht ein bisschen zu hart, ich überlege es mir noch. Ob ich 3 spiele, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel. Reasoning ist lustig. Und Monster Tower ist auch sehr witzig. Dann, ich spiele auch noch 3 mal Mystischer, DD Designator nochmal. Also DD Designator und Mind Crush sollte man wirklich häufig spielen. Ich spiele es auf 2. Topflegier. Hier ein Blitzschlag. Schnappstahl, Wiedergeburt. Das sind so, die würde ich auf der Hand behalten und nicht einsetzen, weil du brauchst ja auch Karten, die du abwerfen musst. Deswegen einen Spielfeldzauber einzusetzen ist immer ein bisschen riskant. Noch ein paar Karten nach dem Topf der Gier. Auch so das adliger Schildstoß. Bei so vielen defensiven Monstern hier ist noch ein Raigeki. Schwarzes Loch müsste hier eigentlich auch drin sein, habe ich jetzt nicht gesehen. Schauen wir uns noch die Fallen an. Das sind ein bisschen Konterfallen, ein bisschen Scherz. Hier, das ist so ein Scherz. Oder Switcheroo, Heldentausch ist sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Also kannst du halt auch nicht immer einsetzen. Desaster hier, wenn ein Gegner angreift, zerstöre alle Spells und Traps. Zaubern, Fallen meine ich. Immer alles Englisch. Zwangsevakuierung, Magic Jammer. Hier gibt es noch Kamera. Ziemlich unscharf jetzt. Spiegelkraft, hier alles. Ich habe versucht ein bisschen das aufzuhübschen, dass es eine gute Realität hat. Intercept, es hat Mind Crush hier und Intercept.
Intercept, Klaus Tributmonster während der Beschwörung oder nach der Beschwörung ist halt bis auf bei Jinzo funktioniert es nicht, aber sonst ist es enorm stark. Ich zeige euch jetzt noch das Spezial-Extra-Deck, was ich nicht vorgesehen hatte, wie schon angemerkt. Allerdings, wenn man könnte es mal ausprobieren. Ich habe es so gedacht, dass man so 5 bis 8 Karten zufällig verteilt und da muss man halt dann mitspielen quasi. Da können gute Sachen dabei sein, da können schlechte Sachen dabei sein. So, hier Phoenix, den kann man immer einsetzen, hier ein 3000er. Da gibt es gut bessere und schlechtere, sowas will man halt nicht. Sowas ist witzig. Saruya oder hier 5 Götterdrache bekommt man wahrscheinlich nicht häufig aufs Feld. Einer der stärksten Karten, muss man erstmal beschwören können. Für die 800 Schaden extra den hier noch. Der ist gemein, auch der ist stark. Für so ein Format ist er richtig stark. 3-4er Monster ist halt eine sehr hohe Kost. Das ist, glaube ich, die stärkste Karte aller Zeiten in dem Deck. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich spiele, aber bis jetzt ist sie drin. Okay, Freunde, also ich habe mit dem Deck wirklich sehr, sehr viel Spaß und 95% aller Menschen, die ich kenne, eigentlich auch. Und wir spielen es wirklich sehr, sehr gerne, auch in jedem möglichen Format. Sollte eigentlich alles drin sein. Also 2 gegen 2 und 1 gegen 1 gegen 1 sind wahrscheinlich die häufigsten. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.